Hi, ich bin Julia und zeige dir heute, wie du deinen Betrieb zum Mitarbeitermagneten machst. Die aktuelle Herausforderung Mitarbeitermangel bereitet Gründern einen stressigen Alltag und viele schlaflose Nächte. Schließlich ist die Gastronomie ein People-Business und ohne zuverlässige und motivierte Mitarbeiter kannst du den Laden gleich dicht machen. Doch wie findest du Mitarbeiter, die nicht nur entsprechend qualifiziert und willig sind, sondern auch perfekt in dein Team passen? Mit diesen Tipps bereitest du deinen Betrieb darauf vor, zum Mitarbeitermagneten zu werden. Bevor wir direkt mit den Tipps loslegen, am Ende gibt es noch spannende News aus der Gastronomie. Und los geht's mit den Tipps und Tricks dieser Woche. Markus Wessel von der Küchenherde vergleicht die Unternehmensvision sehr schön mit einem Reisebus, der ein bestimmtes Ziel ansteuert. Wenn du ein klares Reiseziel vorgibst, dann werden Menschen mit ähnlicher Vision oder Werteverständnis in den Bus einsteigen, um gemeinsam ein Stück mitzufahren. Auf diese Weise kommen alle ihren beruflichen und persönlichen Zielen näher und zahlen gleichzeitig in die Ziele des Unternehmens ein. Kommunizierst du deine Vision nach außen, zieht das Gäste und neue Mitarbeiter an, die einer ähnlichen oder sogar dieselben Vision und Philosophie verfolgen. Immer mehr Menschen wollen einer sinnstiftenden Arbeit nachgehen. Gib deinen Mitarbeitern die Chance, ihre eigenen Projekte umzusetzen, die ebenfalls zum Erreichen des Unternehmensziels beitragen. Das motiviert Mitarbeiter und schafft gleichzeitig Mehrwert für das Unternehmen und die Gäste. Und noch besser, es erzeugt einen gewissen Sogeffekt auf neue Mitarbeiter. Ein Beispiel: Die Teilzeitmitarbeiterin in Café Bla in München durfte selbst gebrauten Kombucha im Café anbieten und Erfahrungswerte sammeln, wie das Produkt bei den Gästen ankommt. Sie lernt dadurch sehr viel über ihre Produkte und ihre Zielgruppe. Die Grundlage für ihren späteren Start in die nebenberufliche Selbstständigkeit. Streben alle Mitarbeiter gemeinsam ein Ziel an, entsteht Momentum und ein positives Arbeitsumfeld, das andere passende Mitarbeiter anzieht. Mit einer klaren Unternehmensvision formulierst du nicht nur Stellenausschreibungen treffender, sondern kannst gezielt potenzielle Kandidaten interviewen und abschätzen, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist. Denn es rächt sich meist nach kurzer Zeit, wenn du aus akutem Mitarbeitermangel einfach den nächstbesten Mitarbeiter eingestellt hast. Die Kosten, die ein Mitarbeiterwechsel verursacht, sind meist höher als die kurzfristige Suche nach alternativen Lösungen. Zum Beispiel Mehrarbeit der bestehenden Mitarbeiter oder ein kurzfristiges Personalleasing. Lade Bewerber zur Initiativbewerbung ein, auch wenn du keine Stelle ausgeschrieben hast. Um dies für Bewerber und Unternehmen zu vereinfachen, kannst du ein Bewerbungsformular auf der Webseite bereitstellen. Ist das Formular mit den wesentlichen Fragen bestückt und hat es auch eine gewisse Länge, werden sich nur jene Interessenten Zeit dafür nehmen, die wirklich am Unternehmen interessiert sind. So selektiert das Bewerbungsformular schon einmal vor. Solltest du gerade keinen Bedarf haben, kannst du dir schon einmal einen Bewerberpool anlegen und gute Bewerber an andere Gastronomen weitervermitteln. Denn ganz unabhängig von deiner Gastronomenqualität wird der Tag kommen, an dem ein Mitarbeiter sich für einen anderen Reisebus entscheidet. Du kannst auf den eigenen Bewerberpool zurückgreifen und andere Gastronomen um Unterstützung bitten. Solche Multiplikatoren sind beispielsweise Presser, Blogger, Podcaster und Fernsehen. Alles, was Aufmerksamkeit erregt, ist in diesem Fall gut. Dazu benötigst du unbedingt eine klare Unternehmensvision und eine eingängige Story. Die Medien sind immer auf der Suche nach guten Geschichten. Mit pfiffigem Storytelling schaffst du mehr Aufmerksamkeit bei potenziellen Kunden und Mitarbeitern. Die Teilnahme an Wettbewerben und das Erhalten von Auszeichnungen kannst du immer als Aufhänger für eine gute Story verwenden. Du musst für dich selber herausfinden, welche der Punkte entscheidend für das Finden passender Mitarbeiter ist. Doch die Beispiele zeigen, dass das Herausarbeiten und die Kommunikation der Unternehmensvision letztendlich der Schlüssel für einen sorgenfreien Alltag mit den besten Mitarbeitern der Welt ist. Kommen wir nun zu den spannenden News der Gastronomie. Der Online-Anbieter Delivery Hero stellt seinen Essen-Lieferdienst im Heimatmarkt Deutschland nach kurzer Zeit wieder ein. Foodpanda Deutschland werde die Tätigkeit in 6 deutschen Städten beenden und dann in Berlin nur noch eine Entwicklungsabteilung haben, teilte Delivery Hero am Mittwoch, den 22. Dezember 2021 mit. Das Market Rate in McDonald's, das als Blaupause für zukünftige Restaurants im ganzen Land dienen wird, wurde so konzipiert, dass es sowohl beim Bau als auch im täglichen Betrieb einen Netto-Null-Emissionsstandard hat. Angetrieben von Sonnenkollektoren und Windturbinen vor Ort werden die Erkenntnisse aus dem neuen Restaurant in Market Drayton verwendet, um ab 2022 einen Entwurf für McDonald's Neubauten im ganzen Land zu erstellen. Das war unser Tipps- und Tricks-Video mit den spannenden News aus der Gastronomie. Wir freuen uns über jede Form von Feedback, sei es ein Daumen hoch oder ein Kommentar darüber, wie dir das Video gefallen hat. Um keine weiteren Videos rund um Gastronomie und Digitalisierung zu verpassen, abonniere doch unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal!